Tobacolor, lohnt sich dieser Duft von Christian Dior aus der Privé-Reihe. Also der hat nicht nur einen nice Flakon mit Magnetverschluss, ja, aber der Duft, das ist ja wichtig und das kostet ja auch so ein bisschen, ne? Vor allen Dingen auch, das sind 125 ml müssen das, glaube ich, sein. Und es gibt den, ich weiß gar nicht, nee, Christian Dior hat, glaube ich, diese großen Flaschen ein bisschen eingestellt, aber es gibt sie noch in kleiner, aber es geht ja um den Inhalt und lohnt sich Tobacolor überhaupt, da Geld rein zu investieren oder sich diesen Duft zu kaufen oder zu tragen. Mein Name ist Dennis und wir gehen rein und wir fangen mal an. Also, gleich vorweg, es ist ein einmaliger Tabakduft, das muss man schon sagen. Ob man nun Tabacco Vanille hat, ob man den Tabakduft hat oder was auch immer, was für ein Tabakduft. Dieser Duft, den müsst ihr auf jeden Fall mal getestet haben. Wenn ihr also einen Dior Store auffindet oder whatever, wo ihr das könnt, probiert diesen Duft und dieser Duft lohnt sich auf jeden Fall. Und ich werde euch auch sagen, warum der sich lohnt. Also ihr habt hier Honig und Tabak. Das ist dieses Zusammenspiel. Aber wir reden hier nicht von Naxos. Nein. Dieser Tabak und dieser Honig, das könnte schon fast Rohhonig sein, der hinten aus, oder beziehungsweise eine schöne Honigwabe, dunkel, tief. Und dann der Tabak, das ist kein Shisha-Tabak. Das ist richtig feiner Tabak, beziehungsweise aber auch trotzdem starker Tabak. So müsst ihr euch dieses Schmuckstück vorstellen. Oh, dann habt ihr noch rauchige Noten, sorry, und ihr habt noch eine schöne Pflaume. Richtig schöne Pflaume. Und das macht diesen Duft wirklich sehr interessant. Wir schauen mal hier bei Parfum rein, wie der abschneidet. Der schneidet meiner Meinung nach nicht gut ab. Wir haben hier nämlich nur eine 7,6. Nein, das hat er nicht verdient bei über 600 Bewertungen. Nein, das ist eindeutig zu wenig. Wir haben noch ein bisschen Pfirsich am Start. Da müsst ihr aber nicht so unbedingt Angst haben, dass das so typisch Pfirsichduft ist. Nein, grundsätzlich Tabak, was Rauchiges und Honig. Ja, und die Pflaume, ein bisschen Pfirsich. Nicht so wirklich, in meiner Nase natürlich nicht. Hyperkeit, gleich vorweg, die Hyperkeit ist bombastisch gut und die Ausstrahlung sehr, sehr nice. Also ich habe den Duft getragen, wo ich den Kai Porten mal getroffen habe und der hat mich, glaube ich, 5-mal in der Zeit, wo wir uns unterhalten haben, in der ganzen Zeit 5-mal gesagt, mein Gott, der ist so stark, den wollte er sich eigentlich auch mal besorgen. Ich muss ihn mal fragen, ob er den sich eigentlich mal schon mal zugelegt hat. Ich glaube nicht. Geiler Duft. Also, es ist mal so eine Frage, lohnt sich ein Duft? Das kostet natürlich auch ein bisschen, aber ich kann euch nur sagen, ja, hier habt ihr das Geld wirklich gut investiert. Und ihr müsst auch aufpassen und vielleicht nicht auf Parfume unbedingt reingucken, weil ganz ehrlich, wir schauen jetzt mal, genau, das mache ich ja sonst eigentlich nicht, so Bewertung, was hier geschrieben wird. Wir können ja mal, beziehungsweise die Statements, also ein perfekter Tanz zwischen Honig und Tabak. Ja, das ist das, was ich auch eben sagte. Trägt die Wärme des Abends in sich. Richtig. Auch so, ohne Süße zu verlieren. Netter Dinnerduft. Ja, das kann ich eigentlich so tatsächlich unterschreiben. Schönes Teil. Nur, dass die Haltbarkeit hier mit 7 und 7, also 7 und 7 angegeben ist, Haltbarkeitsilage. Nein, das kann ich nicht unterschreiben. Das ist eine komplette 10. Wirklich 10 von 10 in beiden Sachen. Ja, aber wir suchen uns mal eine schlechte Bewertung aus. Natürlich immer auch alles Geschmackssache. Ich bin da ja noch normal drin. Im Moment sehe ich keine schlechte. Guck mal, jetzt kommt keine schlechte Bewertung. Schon komisch. Er hat aber nur eine 5. Eine süßliche Tabakbombe. Da Tabak überhaupt nicht mein Fall ist, ist es dieser, ja, bla bla bla, da brauche ich gar nicht weiter zu erzählen. Das ist natürlich auch ein bisschen albern, wenn man keinen Tabakduft mag. Ich weiß nicht, ob man den denn gleich bewerten sollte überhaupt. Weiß ich nicht. Weil wenn man gar keinen Tabakduft mag, warum bewertet man einen Duft? Ich bin wieder 16, ziehe am Wochenende nachts durch Berlin und bleibe stockbesoffen in einer Shisha-Bar hängen. Auch nur eine 5. Nee, das kann ich nicht wirklich so unterschreiben, weil ein Shisha-Tabakduft meiner Meinung nach anders riecht. Da gibt's ja auch so viele ähnliche, wo man das so, sag ich mal, nehmen kann. Da finde ich sogar, sag ich mal, den Herod von Parfums de Marly geht da viel mehr in die Shisha-Tabak-Reihe. Aber der ist natürlich auch richtig krank geil in meinen Augen. Aber das ist so ein männlicher Tabakduft, finde ich. Also, wir wollen noch gar nicht weiterlesen, es ist auch unwichtig. Auf jeden Fall
wenn ihr einen männlichen, rauchigen, tiefgründigen, starken in Sillage und Haltbarkeit, weil das sucht ihr doch meistens da draußen, der einen richtig schon auf den Sack gehen kann, dann ist das Tabacolo von Christian Dior. Also den würde ich an eurer Stelle wirklich mal probieren, wenn ihr mal eine andere Art Tabakduft haben wollt. Also mein Fazit, dieser Duft lohnt sich definitiv. Yes, so sieht es aus. Schönes Teil und so muss es sein. Ja, kostet ein bisschen, aber stellen wir mal dahin. Kostet ein bisschen, aber dafür lohnt sich der wirklich von der DNA her, von der Haltbarkeit, von der Sillage und von einem richtig coolen Flakon in meinen Augen. Schlicht, aber richtig elegant mit Magnetverschluss. Also das solltet ihr testen. So, kennt ihr den Duft schon? Schreibt mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus, lasst einen Daumen da, lasst mir ein Abo gern hier, also bleibt gerne hier und nochmal danke, dass das so gut läuft, dass sie gut ankommt, die Cappy und vor allen Dingen die neue Wintermütze, die habe ich in meinem letzten Video gezeigt, gibt jetzt eine neue Wintermütze, beziehungsweise gibt jetzt eine Wintermütze und dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal, Freunde.